Hallo meine lieben Nähfreunde, willkommen bei Knopf und Nadel. Ich bin Annika und heute habe ich mal was ganz Besonderes für euch im Gepäck. Und zwar war ich ganz viel auf Instagram unterwegs und habe mir Nähvideos angeschaut, beziehungsweise Shorts, Reels oder wie man das auch immer bezeichnen möchte. Das sind so kurze Videos und da waren lebensverändernde Nähhacks dabei, angeblich. Das testen wir heute. Ich bin schon total gespannt darauf, diese Nähhacks einmal auszuprobieren. Habt ihr auch schon mal solche Videos gesehen und hättet gerne einmal einen Test von mir? Dann teilt die doch gern mit mir bei Instagram oder kommentiert sie bei YouTube, damit ich sie dann auch finden kann. Dafür könnt ihr einfach den Link einfügen, gar kein Problem. Ich habe 3 Videos ausgesucht, die wir jetzt einmal ausprobieren wollen. Und im ersten wird es gleich richtig spannend, versprochen. Das seht ihr jetzt hier. Und zwar nimmt die Person dort einfach so eine kleinen Mini-Magnete. Ich habe zum Glück noch ein paar da, weil ich damit schon mal gebastelt habe. Ich verlinke euch aber auf jeden Fall mal, wo ihr die bekommt. Und eine Schere. Gut, das ist jetzt meine Stoffschere, mit der würde ich jetzt kein Schnittmuster ausschneiden, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann werden diese Magnete einfach an diese Schere gepinnt und damit wird dann die Nahtzugabe automatisch beim Schnittmuster berücksichtigt. Ich bin gespannt, ob das bei meiner Schere genauso funktioniert und ob ich das mit den Magneten hinbekomme. Das prüfe ich jetzt einmal. Diese kleinen Mini-Magnete sind dabei auch überhaupt nicht teuer. Dabei sind sie aber super stark und werden auf jeden Fall an eurer Schere bleiben. Ja, ihr seht es, die ziehen sich von ganz alleine wieder ran. Dabei hat meine Messung ergeben, dass sie 2 mm breit sind. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, einfach 4 Stück zu nehmen. So komme ich auf fast 8 mm Nahtzugabe. Es waren aber nicht ganz 8. Achtet bitte mal nicht darauf, wie meine Schere aussieht. Ich weiß, ich behandle die nicht besonders gut, aber das ist nun mal einfach nur meine kleine Papierschere. Und an die soll das jetzt einfach so angepinnt werden. Dabei kann man auch beide Seiten nutzen. Das ist überhaupt kein Problem. Jetzt nehme ich mir mal ein Schnittmuster vor, das gar keine Nahtzugabe hat und das ist eins meiner Liebsten. Das ist das Immergrün-Shirt von Firlefanz. Das hat keine Nahtzugabe und wie ihr seht, auf den Längen bzw. auf der Geraden funktioniert das mit den Magneten richtig gut. Dabei konzentriere ich mich an der Außenkante des Magneten, dass ich hier in der 110 zuschneide. Wie ihr hier aber direkt sehen könnt, ist es bei den Rundungen gar nicht so einfach. Das habe ich jetzt einfach mal an diesem Schnittmuster komplett geübt und ihr seht schon hier, es wird schon ein bisschen besser. Es braucht wirklich Übung, um hier Rundungen zuzuschneiden. Auf der Geraden ist es aber überhaupt kein Problem. Da funktioniert diese Magnettechnik extrem gut und jetzt habe ich mein Schnittmuster schon direkt fertig geschnitten mit Nahtzugabe. Perfekt also. Die Magneten ziehe ich jetzt einfach wieder ab und kann sie verstauen. Das ist wirklich eine spannende Technik. Okay, also der Tipp mit den Magneten war gar nicht so schlecht, aber es braucht ein bisschen Übung, um mit Magneten zuzuschneiden und irgendwie muss man auch schauen, ob man die richtige Schere dafür hat. Aber auf jeden Fall funktioniert das schon mal. Beim nächsten Tipp, den blende ich euch hier ein, geht es darum, dass die Person einen Rollschneider hat, der stumpf ist. Also meiner ist jetzt hier nicht stumpf, aber ich habe einen, den ich benutzen kann, der stumpf ist. Und dann wird Alufolie genommen und die Person sagt auch, je mehr man die faltet, desto schärfer wird am Ende das Messer vom Rollschneider beim Schneiden. Kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, dass man damit etwas schärfen kann. Ich habe übrigens auch mal gesehen, dass das für die Stoffschere gelten soll. Das wollte ich schon ganz lange mal ausprobieren und das teste ich jetzt mal für euch. Wer meinen YouTube-Kanal kennt, der weiß, das ist mein Rollschneider, mit dem ich normalerweise die Folien von meinem Plotter zuschneide bzw. zurechtschneide. Der ist wirklich super stumpf, weil ich damit Folien schneide und keinen Stoff mehr, obwohl er eigentlich für Stoff gedacht ist. Und das seht ihr auch hier, ich kann diesen Zopfstrick wirklich damit kaum schneiden. Deswegen nehmen wir uns jetzt mal die Alufolie vor, einfach ein großes Stück und falten das. Und das falte ich jetzt wirklich so oft, wie ich kann, denn es wurde ja behauptet, je öfter das gefaltet wird, desto schärfer wird dieses Messer. Und jetzt wird schon zerteilt und zerstückelt. Und da schneide ich ganz viele kleine Stückchen. Ich mache das wirklich genauso in dem Video, damit ich auch wirklich nichts falsch mache. Und schneide mir jetzt hier ganz viele kleine Alufolienstückchen zu. Und habe dabei aber dann gedacht, da mein Rollschneider ja dann immer nur einen kleinen Teil scharf bekommt, habe ich einmal groß nochmal drüber gefahren. Und siehe da, nein. Gefühlt ist es sogar noch schlimmer geworden. Könnt ihr euch das vorstellen?
Also es schneidet wirklich gar nicht. Mein Rollschneider ist also nicht schärfer geworden hier. Es geht nicht ab. Jetzt habe ich noch mal ganz dünne Webware und schau mal, ob ich die überhaupt geschnitten bekomme. Und da seht ihr auch, ich brauche 2 Anläufe, um die durchzubekommen. Das sollte bei einem Rollschneider definitiv nicht so sein. Also entweder war mein Rollschneider schon viel zu stumpf, um den noch zu schärfen, oder diese Technik funktioniert einfach nicht. Schade eigentlich. Okay, Leute. Also ich kann nur sagen, dieser lebensverändernde Nähhack war für mich am Ende keiner, denn mein Rollschneider ist einfach nicht scharf geworden davon. Und ich wollte meinen guten Rollschneider jetzt nicht auch noch versauen, indem ich den über Alufolie ziehe. Vielleicht klappt es ja bei euch, vielleicht habt ihr einen Zweitrollschneider, mit dem ihr den Tipp mal testen könnt und mir mal sagen könnt, ob es vielleicht bei euch geklappt hat. Denn die Zutaten für diesen Hack sind ja nun mal bei den meisten Haushalten vorhanden, also ausprobieren kann das jeder mal. Bei mir hat es jetzt überhaupt nicht geklappt. Schauen wir uns einfach mal den nächsten Tipp an. Den finde ich auch richtig spannend und den seht ihr jetzt hier. Dabei geht es um Schrägband. Also ich habe mir jetzt hier so einen Rest Snap-Hep genommen und daraus werde ich so ein Schrägband Nähhelfer einfach mal falten bzw. den aufmalen. Damit soll man das Schrägband dann ganz einfach annähen können, indem man diesen Helfer dann an seine Nähmaschine klebt. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ich sehe da eine kleine Schwierigkeit, das Schrägband überhaupt durch diese Pappe zu bekommen, aber wir werden sehen, ob das funktioniert. Zunächst mal habe ich mein Schrägband ausgemessen und genau diese Daten, also die ich dann zum Falten benötige, einmal auf ein Stück Snap-Hep übertragen. Dabei habe ich auch darauf geachtet, dass das Ganze nicht zu lang wird. Ich habe da ungefähr 4 bis 5 cm gedacht. Das müsste noch genau an die Nähmaschine passen und dabei dann aber auch nicht zu lang sein. Habe mir das schön aufgemalt und dann zugeschnitten. Beim Falten ist mir dann aufgefallen, dass man Snap-Hep ziemlich schwierig falten kann. Deswegen hat das Ganze dann eine kleine Weile gedauert, aber ich habe es dann noch gut hinbekommen. Ich glaube, ich hätte beim Schrägband vielleicht 1 bis 2 mm dazu rechnen sollen, damit es besser durchkommt. Ich habe es hier einmal durchgefädelt und lege das jetzt einmal unter das Nähfüßchen, sodass vorne dieses Ende perfekt unter der Nadel ist. Ich zeige euch das mal in der Nahaufnahme. Also diese Nadel sollte ja genau vielleicht 1 bis 2 mm neben dem Beginn des Schrägbandes einschlagen. Das heißt, so müsste das Schrägband drunter sein. Und dann kleben wir uns ja jetzt diesen Vorformer, sag ich mal, einmal fest. Ich habe hier einmal Washi-Tape ausprobiert. Das hat an meiner Nähmaschine überhaupt nicht gehalten. Deswegen bin ich umgestiegen auf ganz normales Klebeband. Das Klebeband habe ich dabei vorne und hinten einmal genauso angebracht, wie es im Video zu sehen war. Jetzt lege ich meinen Stoff wie ein Sandwich in dieses Schrägband hinein. Ich hoffe, ich kriege das gut durchgezogen. Ihr seht, meinen Schrägbandformer habe ich dabei jetzt ein bisschen lockerer auseinander. Wichtig ist, dass ihr das Schrägband weit genug reinzieht, damit auch der Stoff perfekt drunter ist und das Schrägband muss einmal auch wirklich perfekt unter dem Nähfuß liegen. Ganz wichtig. Jetzt kommt der Stoff zum Einsatz und jetzt kann ich auch mein Sandwich machen und schau mal, wie das jetzt hier geht. Das Nähfüßchen geht runter und jetzt nähen wir mal los. Ich hoffe so sehr, dass dieses Schrägband durchgezogen wird. Okay, also ich muss ein bisschen nachhelfen und hinten muss ich auch an meinem Stoff die ganze Zeit nachbessern. Das war im Video irgendwie auch nicht so, würde ich sagen. Na, mal schauen, wie es weitergeht. Ja, okay, ich habe wieder Faltenbildung. Also ich muss die ganze Zeit meinen Stoff quasi in diese Nähhilfe irgendwie reintun. Man hat aber auch nicht wirklich Lust, nach jeden 2, 3 Stichen immer wieder nachzubessern. Jetzt frage ich mich, ob das Sinn gemacht hätte, das vorher ordentlich einzulegen oder ob das jetzt an mir liegt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall denke ich, dass ich hier meine Technik noch ein bisschen ausbauen kann. Ich bin auf jeden Fall überrascht, wie gut hier dieses Schrägband transportiert wird. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Und schaut mal das Endergebnis an, das ist schön gleichmäßig geworden. Gut, anscheinend war mein Schrägband nicht perfekt in diesem Format drin. Deswegen sieht die Rückseite ein bisschen anders aus als die Vorderseite. Aber es ist drum und es ist gleichmäßig geworden. Für meinen ersten Versuch finde ich, es ist jetzt okay geworden. Ich muss auf jeden Fall diesen Former nochmal neu machen. Also bei dem kann ich nur sagen, messt euer Schrägband aus und
nehmt dann 1 bis 2 mm dazu, weil ihr einfach diese Kante noch formen müsst. Das Washi-Tape zum Ankleben an die Nähmaschine kann ich nicht empfehlen. Nehmt lieber reguläres Klebeband. Das kriegt ihr aber auch wieder gut ab. Ist kein Problem. Und schaut mal, das war mein erster Versuch. Der ist nicht so gut geworden. Aber hier beim zweiten Versuch ist es richtig gut geworden, finde ich. Wie gesagt, die Rückseite ist nicht perfekt, aber es ist viel gleichmäßiger, als ich das erwartet habe. Also diesen Nähhack kann ich empfehlen, wenn ihr Lust habt, euch da ein bisschen einzuarbeiten und wenn ihr oft Schrägband vernäht. Bei mir ist das nicht so oft, aber ich werde das trotzdem nochmal ausprobieren. Okay, also der Tipp hat jetzt bei mir nur so semi geklappt. Ich denke, es könnte am Snap-Pep gelegen haben. Probiert das auf jeden Fall mal aus. Ich fand die Idee mit diesem Schrägband-Helferlein nicht schlecht, denn Schrägband annähen ist nicht so einfach, wenn man das komplett feststecken muss, finde ich. Also mit so einem Helferchen wird es auf jeden Fall schön genau, wenn man ein bisschen übt. Ich habe jetzt richtig Spaß gehabt, diese 3 verschiedenen Hacks einmal zu testen. Ob die jetzt gut oder schlecht waren, das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich ausgefallen. Aber ich mache dieses Format auf jeden Fall weiter. Das hat Spaß gemacht und es bringt uns allen was. Denn ihr müsst dann diese Hacks nicht extra ausprobieren, weil ich das ja schon für euch erledigt habe. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Deswegen wünsche ich mir auf jeden Fall ein Abo von euch und ein Like. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut!